Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comac. In diesem Video möchte ich euch kurz und knapp zeigen, wie ihr eure Reolink-Kameras ganz einfach am Client eures Computers oder in der App eures Telefons anmelden könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Ich werde euch die Einrichtung der Kameras am Client des Computers oder in der App des Telefons anhand einer WLAN-Kamera vorstellen, und zwar dieser hier, der Reolink Altas, und anhand einer PoE-Kamera, und zwar der Reolink Elite X Pro PoE-Kameras. Beide Kameras durfte ich bereits testen. Wenn ihr euch für die Kameras interessiert, schaut mal oben rechts in die Ecke, da verlinke ich euch die entsprechenden Videos zu den Kameras. Nun möchte ich aber beginnen mit der PoE-Variante, dieser hier. Und zwar wird hier über das Netzwerkkabel die Stromversorgung sichergestellt und natürlich auch die Daten übertragen. Um die Kamera ins Netzwerk einzubinden, brauche ich ein Netzwerkkabel. Dieses liegt im Regelfall im Lieferumfang mit dabei, allerdings nicht immer in der passenden Größe. Das Kabel wird einfach nur in die Netzwerkbuchse eingesteckt und die andere Hälfte in euer Netzwerk integriert, entweder in den Router oder den Switch. Die Besonderheit bei einer PoE-Kamera ist jedoch, dass die Stromversorgung über das normale Netzwerkkabel stattfindet. Das bedeutet, wenn ihr diese Funktion nutzen wollt, muss das Gerät auf der anderen Seite natürlich den Strom einspeisen. Dafür braucht ihr einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor. Was das genau ist, das seht ihr, wenn ihr mal unter das Video in die Beschreibung schaut. Da habe ich euch dazu einige Informationen verlinkt. Sobald die Kamera damit verbunden ist, schaltet sie automatisch ein. Bei manchen Modellen müsst ihr auf der Unterseite, Rückseite, wie auch immer, die Kamera aber zunächst einschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, geht es dann direkt am Computer weiter. Sobald ich die Kamera mit dem Netzwerkkabel verbunden habe und sie hochgefahren ist, erscheint sie im Client automatisch ganz unten in der Liste und muss nur noch angemeldet werden. Sollte sie bei euch nicht automatisch erscheinen, habt ihr die Möglichkeit, über das Plus die Kamera manuell hinzuzufügen. Im Bereich UID werden die Kameras, die das System in eurem Netzwerk findet, angezeigt. Hier könnt ihr die Kamera über das Plus direkt hinzufügen. Alternativ könnt ihr natürlich auch die IP-Adresse der Kamera angeben. Die IP-Adresse findet ihr im Regelfall in eurem Router. Sollte das beides nicht funktionieren, dann ist die Kamera nicht richtig im Netzwerk angemeldet bzw. euer Router blockiert die Aufnahme der Kamera in irgendeiner Form. Zur Anmeldung der Kamera klicke ich die Kachel an und ich muss ein Kennwort vergeben. Standardmäßig ist dieser Bereich leer. Wichtig für alle diejenigen von euch, die in ihrem Netzwerk einen Netzwerk-Videorekorder, einen NVR laufen lassen. Mit den letzten Software-Updates wird vom NVR beim Erkennen einer neuen Kamera automatisch ein Startkennwort vergeben. Dieses Startkennwort müsst ihr zunächst direkt am NVR am Bildschirm mit der Maus des Gerätes anpassen bzw. dort auslesen und dann hier eingeben. Ich habe das bereits gemacht und werde das Kennwort, welches ich eben am NVR neu vergeben habe, hier in der Kennworterfassung vom Client erneut eingeben. Anschließend bestätige ich und bin sofort mit der Kamera im Live-Bild. Die gleiche Vorgehensweise könnt ihr natürlich auch in der App anwenden. Ich habe die Reolink-App bereits gestartet und bin in der Kameraübersicht. Ganz unten am Ende der Übersicht werden mir die zuletzt hinzugefügten Kameras automatisch angezeigt. In meinem Fall auch die Reolink Elite X Pro PoE. Natürlich noch nicht angemeldet. Hier habt ihr oben rechts das Plus, um gegebenenfalls die Kamera manuell anzumelden. Über den QR-Code-Scanner könnt ihr an dieser Stelle natürlich auch den QR-Code der Kamera einscannen und so eine schnelle Verbindung herstellen. Alternativ könnt ihr auch hier den UID-Code, der sich auf der Kamera befindet, manuell eingeben oder ihr scannt euer Netzwerk nach den Kameras, die das System automatisch gefunden hat. In meinem Fall brauche ich das nicht, denn die Kamera wurde ja gefunden. Ich klicke auf die Kachel und auch hier muss ich das Kennwort eingeben. Ich bestätige und ihr seht, auch hier ist die Kamera automatisch in mein System eingefügt worden. Ich kann nun die Einstellung der Kamera vornehmen, genauso wie das auch am Client funktioniert. Ihr seht also, die Einrichtung der PoE-Kamera ist denkbar einfach. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir unter dem Video einen Kommentar. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Kommen wir nun zur zweiten Kamera, und zwar
dieser WLAN-Kamera. Bei den WLAN-Kameras ist es leider nicht ganz so einfach, diese direkt in das Netzwerk zu integrieren. Denn es gibt auch hier zwei Varianten. In der einen Variante haben die Kameras auch eine Kabelpeitsche und müssen zunächst über das Netzwerkkabel mit dem System verbunden werden, um dann am Client die Daten für das WLAN einzurichten. Das bedeutet, es funktioniert genauso wie bei einer PoE-Kamera. Ihr steckt den Stecker hinein, die andere Hälfte in euren Router, ihr startet den Client oder die App, gebt das Kennwort ein und dann wechselt ihr in die Netzwerkeinstellung zum WLAN, sucht dort euer WLAN raus, gebt das Netzwerkkennwort ein und schon könnt ihr grundsätzlich über WLAN auf die Kamera zugreifen. Bei dieser Variante, seht ihr, ist überhaupt kein Kabel mehr enthalten. Ich habe auf der Unterseite lediglich den Anschluss für die USB-Stromversorgung oder die Möglichkeit, eine SD-Karte einzustecken. Um diese Kamera in mein Netzwerk zu integrieren, brauche ich zwingend die App auf meinem Telefon und ja, den QR-Code, der auf der Kamera aufgedruckt ist. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die Kamera erstmal ganz einfach in euer Netzwerk integriert, indem ihr die App startet. Sobald die App gestartet ist, klickt ihr oben rechts auf das Plus und fotografiert den QR-Code, welcher sich auf der Kamera befindet. Sobald die Kamera erkannt worden ist, fragt das System, wo genau ihr die Kamera verbinden wollt. In meinem Fall habe ich einen Home Hub und den Home Hub Pro im System integriert und könnte die Kamera direkt mit den beiden Geräten verbinden. Das werde ich in diesem Video aber nicht tun und die Kamera als Standalone-Gerät einbinden. Eine Verknüpfung mit dem Home Hub oder dem Home Hub Pro ist natürlich auch später noch möglich. Bei den Netzwerk- bzw. stromversorgten WLAN-Kameras könnt ihr natürlich auch den NVR verknüpfen. Da das WLAN bisher noch nicht konfiguriert wurde, nehme ich die erste Einstellung und verknüpfe die Kamera mit meinem Netzwerk über die Bluetooth-Funktion. Diese muss an eurem Telefon natürlich eingeschaltet sein. Eine bebilderte Anleitung zeigt mir nun genau, was ich zu tun habe. Ich muss die Kamera zunächst mit dem Power-Knopf einschalten. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Nachdem ich mittels Bluetooth die Umgebung gescannt habe und in der App bestätigt habe, dass ich die doch sehr laute Bandansage gehört habe, werde ich automatisch in die Verknüpfung zu meinem WLAN weitergeleitet. Hier kann ich das bevorzugte WLAN aussuchen und das Kennwort für dieses WLAN eingeben. Nachdem das Gerät am WLAN angemeldet worden ist, muss ich ein Kennwort vergeben. Dies muss ein zweites Mal auch bestätigt werden. Anschließend steht mir die Kamera direkt in meiner App zur Verfügung und mit einem Klick auf die Kachel bin ich in den Einstellungen und kann die Kamera nutzen. Das Menü mit den Einstellungen steht mir hier auf jeden Fall auch zur Verfügung und ich kann dieses Feintuning vornehmen. Nachdem ich die Kamera nun in mein Netzwerk integriert habe, möchte ich sie natürlich auch am Client an meinem Computer nutzen. Ich habe den Client neu gestartet und habe die Kamera nicht ganz unten in der Liste automatisch eingefügt bekommen. In dem Fall wähle ich den Weg über das Plus, über die Geräte, die im Netzwerk bereits erkannt worden sind, scrolle hier bis zu der Kamera, die erkannt worden ist. Dort müsst ihr darauf achten, dass nicht immer der Name der Kamera angezeigt wird, sondern wie bei mir My Device ein Austauschname. Über das Plus wird die Kamera nun integriert. Auch hier muss ich das Kennwort erneut vergeben. Und ihr seht, die Kamera ist nun in meinem Client angemeldet. Ich bekomme direkt die Meldung, dass noch keine SD-Karte verbaut ist, das WLAN einen sehr guten Empfang hat und der Akkustand wird ebenfalls angezeigt. Auch hier kann ich über das Menü direkt die Einstellung zur Kamera vornehmen und zum Beispiel den Stream entsprechend meiner Vorgaben anpassen.
Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie schnell und einfach ihr eine kabelgebundene oder eine WLAN-gebundene Kamera in euer Netzwerk integrieren könnt. Wenn ihr mehr wissen wollt, zum Beispiel wie das Feintuning in den Einstellungen funktioniert, wie ihr die Kamera freischaltet, um unterwegs mit den mobilen Daten auf die Kamera zuzugreifen, dann schaut mal unter das Video. Dort verlinke ich euch meine anderen Videos, wo ich das im Detail erkläre, und natürlich könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar dalassen, damit wir uns untereinander austauschen können. Wenn ihr einmal dort unten seid, schaut mal nach. Reolink sponsert diese Kameras. Dort findet ihr natürlich auch den Promo-Link, um direkt eine Kamera nachzukaufen oder die anderen Produkte, mit denen ich durchaus zufrieden bin und die ich gerne weiterempfehle. Gebt mir ein Like für dieses Video, abonniert meinen Kanal und denkt dran, für jedes Abo habt ihr die Chance, eine dieser ganzen Kameras, die ich von Reolink bekomme, auch zu gewinnen. Ihr habt richtig gehört, diese Kamera werden in regelmäßigen Gewinnspielen ausgelost. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video, freue ich mich drauf mit euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao.